ist eine Stadt geworden. Eine unglaubliche Stadt. Denn hier klebt Haus an Haus. Keine Straße ist hier zu sehen. Die Wehrmauern sind gefallen, doch die Außenfassaden sind so abweisend, wie es früher die Mauern waren. Denn die Walled City ist noch immer eine Stadt im Niemandsland. Ohne Obrigkeit, ohne Gesetz, ohne Polizei. Die Zahl ihrer Einwohner wird auf 50.000 geschätzt. Um sie aufzunehmen, hat man Haus auf Haus in die Höhe gebaut, hat die Straßen verbaut. Denn die ganze Stadt hat nur eine Grundfläche von 2,5 Hektar. Nur einige hundert ihrer Einwohner haben das Glück und das Geld, an den Außenmauern der illegalen Stadt ihre Wohnkäfige anbringen zu können. Hinter den Käfigen befindet sich meist nur ein Zimmer, 10 bis höchstens 20 Quadratmeter groß. Denn Wohnraum in der Walled City ist kostbar, ist unersetzbar. Wer hier unterkommt, genießt einen unschätzbaren Vorteil. Er steht außerhalb der Gesetze. Keine Behörde kennt ihn, keine Polizei klopft je an seine Tür. Und dennoch gibt es Ordnung in der vermauerten Stadt. Sogar eine strenge. Die Triaden, das organisierte Verbrechen, regelt das Leben in dieser Stadt, die längst zum Labyrinth geworden ist. Ein Labyrinth für 50.000 Menschen, die, aus welchen Gründen immer, das helle Licht Hongkongs zu scheuen haben. Unser Kamerateam war das erste, dem es gelang, tief in dieses Labyrinth einzudringen. So sehen sie aus, die Straßen der vermauerten Stadt. Einst lagen sie im Tageslicht. Heute sind sie unterirdische Gänge, von deren Wänden unablässig das Wasser tropft. Und doch sind es Straßen. Gibt es hier Geschäfte, sogar mit elektrischem Licht. Das elektrische Licht ist illegal. Nur wenige zahlen dafür. Angezapft irgendwo in der Außenwelt. Illegal verlegt mit Kabeln, die immer wieder unterbrochen und durch neue Kabel ersetzt werden. Und die heute eine dichte Decke über den Straßen bilden. Schicht auf Schicht. Wie alles hier. Wie auch das Wasser, das oft in Kaskaden aus den Wänden bricht. Das wahre Geheimnis der geheimen Stadt liegt in ihren Produktionsstätten. Denn hier wohnt man nicht nur, hier arbeitet man vor allem, fern von Gesetz und Vorschrift. Die illegale Ware jedoch ist oft höchst gewöhnlich. Das ist eine Nudelfabrikation. Auf kleinstem Raum mit Hilfe einer einzigen Maschine und 3 Menschen werden hier Nudeln hergestellt. Die verbundene Hand verrät die Produktionsbedingungen. Der Mann schnitt sich einen Finger ab. Er arbeitet 12 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche. Als Gesetzlosen schützt ihn kein Gesetz. Ebenso wenig die Frau, die es auf die gleiche Anzahl von Arbeitsstunden und Arbeitstagen bringt. Und das Jahr ein, Jahr aus, in diesem Loch, ohne Fenster, ohne Ventilation. Und auch ohne jede Hygiene. Mäuse und Ratten sind hier zu Hause und jede Menge Küchenschaben. Dafür wird billigst produziert, ohne Vorschriften, ohne Inspektionen. Die Nudeln, die hier erzeugt werden, gehen an bekannte Gaststätten in Hongkong. Für sie zahlt es sich aus. So billig wie in der vermauerten Stadt wird nirgendwo sonst produziert. Auf dem Weg eine vergessene Kanone aus ältester kolonialer Zeit, als die Walled City noch ihre Wehrmauern und offene Straßen hatte. Weiter geht es durch die dunklen, vor Nässe tropfenden Straßen, in denen es dennoch ein fast normales Leben gibt. Und in den kleinen Höhlenöffnungen noch viele kleine Produktionsstätten. Dieser Mann erzeugt Teigblätter für die beliebten chinesischen Frühlingsrollen.
Ein Ein-Mann-Betrieb. Aber der eine Mann funktioniert wie ein computergesteuerter Roboter, trägt auf die heißen Platten Teig auf mit größter Fertigkeit. Jedes Mal so dünn und delikat, wie es sein soll. Und das unablässig, Stunde um Stunde. Auch er arbeitet 12 Stunden am Tag. Der Mann ist billiger als ein Roboter. Er lebt, aus welchen Gründen auch immer, illegal in der illegalen Stadt. Die Ware, die er erzeugt, ist daher ungemein billig. Und vornehme Gaststätten sind Bezieher seiner Erzeugnisse. Sie lassen sich den Sonderprofit nicht entgehen. Einen solchen Trog voll Teig verarbeitet der Mann in einem halben Tag zu tausenden Oblaten für Frühlingsrollen. Die Mitbewohner haben sich längst an ihn gewöhnt. Und er auch längst an sie. Im nächsten Laden werden ebenfalls Delikatessen hergerichtet. Auch sie für bekannte Gaststätten der Stadt. Fische sind es. Ein Ein-Mann-Betrieb auch hier. Die Arbeit erfordert nur einfache Handgriffe. Die Fische werden geputzt und zerlegt, später zu Fischbällchen verarbeitet, die als Spezialität auf dem Tisch der Feinschmecker landen. Bei dieser Art der Produktionsstätten ist das Prinzip stets das gleiche. Da keinerlei Vorschriften einzuhalten sind, da weder Sozialabgaben geleistet noch hygienische Einrichtungen gefordert werden, wird hier billigst produziert. So ist der Beitrag der vermauerten Stadt zu Hongkongs Wirtschaftswunder kein kleiner. Ein Reservoir von 50.000 Menschen, die für geringste Entlohnung arbeiten. Unter kaum vorstellbaren Verhältnissen. Offene Abflüsse. Das ist die Kanalisation der vermauerten Stadt. Auch maschinelle Produktionen gibt es. Eine Weberei. Die Weberei wird ebenfalls von einem einzigen Mann betrieben. Die Erzeugnisse sind auch in diesem Fall primitiv. Hier werden Stofffutter für Textilien hergestellt. Die Schneider in Hongkong sind bekannt billig. Nicht wenige von ihnen beziehen das Zubehör für ihre billigen Anzüge aus den Werkstätten der vermauerten Stadt. Die Maschinen sind so alt, wie sie aussehen. Vorkriegserzeugnisse. Sie stammen aus Shanghai. Ihr Besitzer konnte sie noch mitnehmen, als er vor den Kommunisten floh. Irgendetwas trieb ihn in die Anonymität der vermauerten Stadt. Das ist er. Er arbeitet nicht. Er ist ein Kleinkapitalist geblieben. Er lässt arbeiten. Billigstproduktion auch hier. Eine Abgabe allerdings müssen alle hier leisten. Die Schutzgebühr an die Ordnungsmacht der Stadt, an die Triaden, an den geheimen Verbrecherbund, an Hongkongs chinesische Mafia. Nur wer zahlt, kann hier in Ruhe weiterarbeiten. Plastikfabrik nennt dieser Mann seinen Betrieb. In der vermauerten Stadt ist es fast schon ein Großbetrieb. Mehrere Maschinen, an denen 7 Frauen arbeiten. Sie erzeugen Plastikverpackungen aller Art. Eine kleine Werkstätte wie diese ist in der Lage, den Bedarf vieler Supermärkte an Plastiktaschen zu decken und erzeugt überdies auch Plastikhüllen für Videokassetten. Abwechselnd bringen die Frauen auch ihre Kinder mit in den Betrieb. So klein sie sind, arbeiten sie bereits mit. Sie schaffen es auch, reißen Plastiktaschen aus den gestanzten Schablonen, machen es ihrer Mutter nach. Die Werkstätte samt all ihren Maschinen und Mitarbeitern findet Platz auf knapp 20 Quadratmetern Fläche. In der nächsten Werkstätte wird mit festerem Material gearbeitet.
mit Eisen und Stahl. Was recht chaotisch aussieht, dient in Wirklichkeit raffinierten Zwecken. Rohmaterialien werden hergestellt, die in weiterer Verarbeitung zur Imitation hochwertiger Markenartikel gebraucht werden. Es ist die Illegalität solchen Tuns, die eine Werkstätte wie diese in das Labyrinth der vermauerten Stadt treibt. Sonst hätte die Arbeit an den beiden Drehbänken unter derartigen Bedingungen wenig Sinn. Wir konnten nur den Anfang dieser Produktionskette filmen. Dann wurden wir in eine andere Straße des unterirdischen Labyrinths abgedrängt. Die Namensgebung stammt aus der Zeit, da man von hier noch einen Blick auf den Himmel richten konnte. Heute fällt auch in diese Straße kein Lichtstrahl mehr. In jeder kleinen Höhle entlang der Straße wird gearbeitet. Im linken Kubus gibt es sogar Fernsehen. Im rechten Kubus hinter dem lernenden Kind arbeitet die Mutter. Hausaufgaben werden hier gemacht, Schreiben wird gelernt, eines der vielen tausend chinesischen Schriftzeichen durch endlose Wiederholung eingeübt. Endlos wiederholt werden auch die Handgriffe der Mutter an ihrer Maschine. Die Frau setzt Metallarmbänder für Uhren zusammen. In diesem Fall sind es Armbänder für Billiguhren. Dort, wo wir nicht filmen durften, werden Armbänder für imitierte Markenuhren der höchsten Preisklasse erzeugt. Auf sehr ähnliche Weise wie hier und auf sehr ähnlichen Maschinen. Dieses Kind hat eine aufopfernde Mutter. Trotz ihres 12-Stunden-Tages führt sie es täglich in die Schule nach Hongkong. Die meisten anderen Kinder bleiben daheim. In der vermauerten Stadt gibt es keine einzige Schule. So werden viele Kinder tagsüber allein gelassen. Denn hier gibt es keine Großfamilien mehr, wie sie in China Tradition hatten. In Wohnungen von 10 bis 20 Quadratmetern Größe ist für Verwandte kein Platz mehr. Die Kinder sind sich selbst überlassen. Einen, wenn auch kleinen Kindergarten gibt es dennoch, im Zentrum des Labyrinths. Die Heilsarmee ist bis hierher vorgestoßen, hat sich der Ärmsten der Kinder angenommen. 2 Kindergärtnerinnen sind hier tätig, spielen mit den Kindern, bringen ihnen Grundregeln persönlicher Hygiene bei und sehen darauf, dass sie ausreichend ernährt werden. Aber auch in diesem Kindergarten begegnet man Einzigartigem. Hier gibt es Schichtbetrieb. Während eine Schicht der Kinder isst, schläft die andere dahinter, im gleichen Raum. Die einen machen so wenig Lärm wie möglich, die anderen wissen, dass sie jetzt schlafen müssen. Nach einiger Zeit werden die einen geweckt und die anderen zur Ruhe gebettet. Ein Ventilator wirbelt die abgestandene feuchte Luft durch den Raum. Ein Fenster gibt es nicht. Der Kindergarten befindet sich inmitten des Labyrinths. Doch nur ein Bruchteil der Kinder in der vermauerten Stadt findet hier Aufnahme, trotz des Schichtbetriebs. Denn der Kindergarten der Heilsarmee ist klein. Vorne ist der Tagraum, hinten wird geschlafen. Das Labyrinth birgt noch viele Überraschungen. Es ist natürlich auch ein Zentrum des Rauschgifthandels. Und doch wird hier auch gegen das Rauschgift gekämpft. Inmitten des Labyrinths stoßen wir auf ein Zentrum zur Heilung Rauschgiftsüchtiger. Eine Engländerin, Jackie Pullinger, hat es gegründet und wendet hier ihre erstaunlichen Heilkräfte an.
Mit ausschließlich spirituellen Mitteln versuchen Pullinger und ihre Helfer, die Kranken von deren Sucht zu befreien. Hier Jackie Pullinger bei einem ihrer Heilversuche. Pullinger beschwört die Süchtigen und versetzt sie in eine Art Trance-Zustand. Die Hände beginnen zu zittern. Schließlich erfasst die Trance den ganzen Körper. In solchen Momenten helfen alle mit. Unter Pullingers Leitung konzentrieren die Anwesenden ihre geistigen und seelischen Kräfte auf ihre Gesundung. Der junge Mann ist inzwischen in tiefer Trance zu Boden gegangen. Das Miterleben eines solchen Heilungsversuchs ist für die anderen Süchtigen Vorbereitung und Einstimmung zu ihrem eigenen Heilungsprozess. Sie alle sind heroinsüchtig. Pullinger ist ihre letzte Hoffnung. Fast alle Süchtigen in diesem Raum arbeiten oder arbeiteten für die Triaden. Nicht wenige sind bisher selbst kleine Rauschgifthändler gewesen. Und so wurde Jackie Pullinger, als sie mit ihrem missionarischen Vorhaben in die vermauerte Stadt einzog, von der Rauschgiftmafia als Feindin betrachtet. Das wahre Wunder, das Pullinger vollbrachte, war, dass sie selbst diese eiskalte Verbrecherklick dazu bewegen konnte, ihr Zentrum zu dulden und jeden von Pullinger Geheilten aus den Triaden freizugeben. Wir sprachen mit Pullinger über ihre Schützlinge. Sie alle waren Drogenabhängige oder sind es noch heute. 80% sind heroinsüchtig. Sie alle wollen geheilt werden und haben gesehen, wie wir Freunde von ihnen geheilt haben. Im Durchschnitt haben sie alle schon an die 10-mal versucht, vom Rauschgift loszukommen. In anderen Heilstätten oder im Gefängnis. Im Schnitt sind alle etwa seit 15 Jahren heroinsüchtig. Pullinger lebt selbst inmitten des Labyrinths und das seit 20 Jahren. It's a very unhealthy place. I mean, I live here and my room's wet all the time. I don't know if it's night or day when I wake up. Es ist sehr ungesund hier. Mein Zimmer ist immer nass. Ich weiß auch nicht, ob es Tag oder Nacht ist, wenn ich aufwache. Dann telefoniere ich und frage. Frage auch nach dem Wetter. Für viele wäre es besser, sie kämen hier heraus. Aber die meisten sind seit Generationen hier. Das ist ihr Zuhause. Hier sind sie geboren. Heimat ist das Labyrinth für rund 50.000 Menschen. Obwohl das durchsickernde Regenwasser von allen Wänden rinnt. Obwohl kein Sonnenstrahl eindringt und die Luft heiß und modrig in den kabelverhangenen Höhlengängen liegt, die hier noch immer Straßen genannt werden. Viele der Straßennamen erinnern an offenbar schönere Zeiten. Helle Straße ist die wörtliche Übersetzung von Kwong-Ming-Straße. An dem Wasserfall erkennen die Bewohner des Labyrinths, dass draußen gerade ein Wolkenbruch niedergeht. Wasser für den eigenen Gebrauch findet man im Labyrinth nur an wenigen Stellen. Offiziell gibt es nur 6 Wasseranschlüsse. Die Einflussreichen und die Reichen im Labyrinth haben diese Wasserstellen mit Schläuchen angezapft, die zu ihren Produktionsstätten und Wohnungen führen. Alle anderen müssen sich ihr Wasser an den Zapfstellen holen. Das gemeinsame Schicksal und die Mühsal, die alle gleichermaßen auf sich nehmen müssen, haben die Menschen im Labyrinth jedoch nicht zu einer verschworenen Gemeinschaft werden lassen. Jeder hier kämpft für sich allein ums Überleben.
Die Einsamkeit ist groß im Labyrinth. Gibt es Wäsche, so lohnt es nicht, das Wasser die Treppen hochzutragen. Gewaschen wird gleich an der Wasserstelle. In Plastikkanistern lassen sich auf chinesische Art mit dem Tragstock größere Wassermengen transportieren. Ein Stück Alltag im Labyrinth der vermauerten Stadt. Die Stadt bietet Unterschlupf für viele, die aus guten Gründen nicht woanders wohnen oder arbeiten könnten. Das Labyrinth ist auch Heimat für viele arme Leute, die nirgendwo anders unterkämen und die hier doch noch ihren Lebensunterhalt finden. Selbst hier. Diese Frau sammelt Altmetall. Davon gibt es nicht wenig im Labyrinth. Jede Ausbauphase hat hier Schutt und auch Schrott zurückgelassen. Viel wird das alte Gestänge nicht bringen, aber 1-2 Hongkong-Dollar könnten es sein. Nicht wenige leben solcher Art von der Hand in den Mund. Es gibt auch Bessergestellte. Sie haben sogar Anschluss an die offizielle Lichtleitung und es gibt selbst Briefkästen mit Postzustellung. Die Wohnungen in der vermauerten Stadt sind übereinander angeordnet, bis zu 15 Stock hoch, natürlich ohne Aufzug. Diese alte Frau lebt im 10. Stockwerk. Den Weg bewältigt sie mehrmals am Tag. So wenig sie auch besitzt, so sehr fürchtet sie doch die Diebe. Die Wohnung ist doppelt gesichert. Durch diese Zeichen mit der Hand sollen die bösen Geister daran gehindert werden, die Wohnung mit zu betreten. Hinter der Tür liegen 16 Quadratmeter Wohnraum, unterteilt in Zimmer, Küche und offenen Abort. Der Frau steht nur die Küche zur Verfügung. Hier hat sie alle ihre Habseligkeiten gespeichert. Das winzige Zimmer daneben mit seiner Liegestätte beherbergt einen Untermieter, der dafür gerade so viel bezahlt, dass sich die alte Frau davon ernähren kann. Von ihrem einzigen Sohn verstoßen, so berichtet sie, ist sie von der vermauerten Stadt nie mehr losgekommen. Diese Leute sind sozusagen das Gegenstück zu den anderen Bewohnern der vermauerten Stadt, wie auch dieser alte Mann zu ebener Erde. Sie sind ehrliche Leute, weder Profiteure noch Verbrecher. Einst trieb sie ihr Flüchtlingsdasein ins Labyrinth und dort sind sie als Strandgut der Politik liegen geblieben. Die beiden wohnen seit 25 Jahren hier. Außer dass sie das Tageslicht kaum sehen, geht es ihnen nicht schlecht. Der Mann lebt davon, Formen für Puppenköpfe zu modellieren. Und Puppen aus Hongkong finden Absatz in der ganzen Welt, weil sie so billig sind. Hier liegt allerdings auch ein Teil der Erklärung, weshalb diese Puppen so billig sind. Und nicht nur die Puppen aus Hongkong. In bescheidensten Verhältnissen, für geringes Entgelt und mit endlosem Fleiß arbeiten diese Menschen in der vermauerten Stadt. Das Labyrinth hat auch seine Obdachlosen, seine Clochards. Ausgestoßene, die sich irgendwo eine halbwegs trockene Schlafstelle suchen, von der sie oft genug vertrieben werden. Das Leben im Labyrinth geht über sie hinweg, wie über die toten Ratten, an denen sich niemand stößt. Ein Einwohner anderer Art, denn das gibt es auch in der vermauerten Stadt. Wer einst zu einem Rauschgiftring gehörte,
kann mit einer Altersversorgung rechnen, wenn sie auch sehr bescheiden ist. Diesem Mann stehen 4 Quadratmeter Lebensraum zur Verfügung, mit Waschmuschel und einem Brett, das zur Nacht quer über den Raum gelegt wird, als Bett. Dazu eine Flasche Reiswein und Zigaretten. Ein Ausgedinge am Rande der Straße. Wer sich's leisten kann, hält sich ein Haustier im Labyrinth. Meist Vögel. Und nicht zufällig sind es chinesische Nachtigallen. Andere Vögel würden im steten Dunkel vermutlich das Singen verlernen. Dieser Mann führt seine Vögel aus, bringt die Käfige aufs Dach, an die Sonne, an die Luft. Das sind sie, die chinesischen Nachtigallen, gewohnt im Dunkeln zu singen. Hier im Tageslicht bereitet der Mann den Vögeln ein Bad, macht aus einem der Käfige eine Badestube, in die die Vögel nun getrieben werden. Ein solches Bad ist mehr, als sich die meisten Menschen unten im Labyrinth leisten können. Licht gibt es hier oben, aber die Luft ist auch hier schlecht und voll des Lärms. Alle 5 Minuten zieht ein Flugzeug im Tiefflug über die Dächer hinweg. Denn die vermauerte Stadt liegt präzise unter der Einflugschneise des Flughafens von Hongkong. Die Tauben übrigens sind auch Bewohner der vermauerten Stadt. Besser gesagt, sie werden hier gezüchtet. Von diesem Mann. Der Mann gehört zu den Profiteuren der Illegalität dieser Stadt. Denn die Vögel in seinem Verschlag sind keine gewöhnlichen Tauben. Was der Mann hier züchtet, das sind Renntauben. Trainiert und in der Lage, von Hongkong bis nach Shanghai zu fliegen. Das wäre an sich noch kein Geschäft. Aber auf diese Tauben werden Wetten gesetzt, wie auf Rennpferde, und zwar hohe Summen. Denn auch bei den Taubenrennen geht es darum, welche Taube die schnellste ist. Das Wetten ist verboten. Renntauben lassen sich daher nur in der vermauerten Stadt unbehelligt züchten. Für eine Taube der Spitzenklasse lässt sich ein Preis von einer halben Million Hongkong-Dollar erzielen. Jede der Tauben wird beringt und mit einer Nummer versehen. Ihre Rennleistungen bestimmen den Preis der Tauben. Diese Tauben werden nach Kanton oder Shanghai gebracht und dort ins Rennen geschickt. Zurück nach Hongkong. Die Illegalität der Stadt kennt keine Grenzen. Ein Hund auf dem Dach bewacht den Taubenschlag. Im einzigen Lichthof der vermauerten Stadt gibt es Glücksspiel im kleinsten Rahmen. Nicht um den Roulette-Tisch, zum Kartenspiel auf Seifenkistchen treffen sich hier die passionierten Spielerinnen. Bei dem Spiel geht es um kleine bis kleinste Beträge. Aber die Typen der Spielerinnen unterscheiden sich nicht sehr von den älteren Profidamen an europäischen Casinotischen. Diese Art Spiel ist fast ausschließlich Frauen vorbehalten. Die Männer spielen andere Spiele um höhere Einsätze. Wer das Glück zwingen will, der eilt zum nahen Schrein und befragt die Geister. Der Fall der Schalen zeigt an, ob einem Glück oder Pech ins Haus steht.
Doch der Wurf lässt sich wiederholen und das Glück solcher Art zwingen, wofür den Geistern entsprechend Dank gebührt. Der Aberglaube schlechthin ist sehr verbreitet im Labyrinth der vermauerten Stadt. Hier eine andere Art. Ein Vogel zieht die Wahrsagung aus dem Kasten wie ein Los. Was das zu bedeuten hat, wird dem Kunden vom Wahrsager in langen Erklärungen dargelegt. Das Schicksal aus der Hand gelesen. Auch das kennt man im Labyrinth. Wahrsager, Handleser, Wunderheiler. Ihre kleinen Geschäfte gehen gut in den dunklen, nassen Höhlenstraßen der vermauerten Stadt, in denen so viel unverdiente Armut neben so viel illegalem Verdienst existiert. Noch etwas geht gut in der vermauerten Stadt. Die Ordinationen der Zahnbehandler. Sie sind weder Ärzte noch Dentisten. Das Behandeln der Zähne, das Formen der Prothesen haben sie vom Vater oder dem Onkel gelernt, von klein auf, schon als Kinder. Schulen und Kliniken haben sie nie gesehen. Sie besitzen kein Diplom. Sie sind daher als Zahnbehandler nicht zugelassen. Nur in der Stadt ohne Obrigkeit und ohne Gesetz können sie sich halten. Aber sie verstehen ihr Gewerbe gut und wissen auch dafür zu werben, indem sie ihre Arbeiten in Vitrinen zur Schau stellen. Medizinen aus getrockneten Tieren gewonnen, gehören zur traditionellen chinesischen Heilkunst, wie etwa diese getrockneten Seepferdchen und vieles andere Getier. Apotheken der traditionellen chinesischen Medizin fehlen nicht in der vermauerten Stadt. Die Kunden beschreiben die Symptome, der Apotheker stellt eine dementsprechende Mischung von pflanzlichen und tierischen Heilsubstanzen zusammen. Heilkräuter befinden sich darunter, aber auch, wenn es sein muss, getrocknete Raupen oder Kellerasseln. Das Ganze wird gekocht, der Sud getrunken, aufgetragen, eingerieben, je nachdem. Der Apotheker kennt seine Kunden. Unaufgefordert legt er 2 Kekse mit eingebackenen Wahrsagungen dem Medikamentenpaket bei. Doch der Tod ist nicht immer zu vermeiden. Und in den feuchten Wohnungen der vermauerten Stadt stellt er sich eher früher ein als später. Dem Andenken des Toten wird ein Hausaltar errichtet, mit dem Bild des Verblichenen im Zentrum. Man gedenkt des Toten mit Gebeten und entzündet Räucherstäbchen. Der Jungverstorbene war ein wichtiger Mann. Er konnte Wohnraum in der vermauerten Stadt beschaffen und damit Zuflucht gewähren oder ablehnen. Auf dem Altartisch Opfergaben ganz im Sinne uralten Brauchtums. Wegzehrung für den Heimgang. Vom Obst bis zur Lucky Strike. Was der Tote halt so alles mochte und was sich die Hinterbliebenen leisten können. Der Abend kündigt sich an. Selbst in dieser Stadt ohne Tageslicht. 12 Stunden hat der Arbeitstag gedauert. Die Betriebsstätten werden geschlossen. Man geht heim. Die Straßenzüge, sonst voll des Lebens, beginnen sich zu leeren. Jetzt, da es auch draußen finster wird, drängt man hinaus vor die Mauern der vermauerten Stadt. In die Gaststätten, in die Auskochereien auf offener Straße. Wer sich's leisten kann, gönnt sich ein Essen, wie es die Chinesen lieben.
Nicht, wie es im Labyrinth für Ausländerlokale vorfabriziert wird. Was man isst, das muss garantiert frisch sein und daher noch leben, ehe es gesotten und gebraten wird. Die Krebse, die Krabben, die Frösche, die Schnecken, gekocht erst in Anwesenheit der Gäste. Unter den Gästen fallen jene aus der vermauerten Stadt auf. Blickt man in ihre Gesichter, ist man versucht zu glauben, die Zeit sei stehen geblieben. Sehen sie doch so aus wie vor 100 Jahren die Piraten in jenem Dorf hinter der Mauer, das von England und China ausgeklammert wurde und das daher keine Obrigkeit kannte und kein Gesetz. Und nicht viel anders als damals schart man sich um die Straßenoper. Die Instrumente sind immer noch die gleichen und die Balladen, die hier gesungen werden, noch dieselben, wie man sie vor 100 Jahren hier gesungen hat. Wovon sie künden, diese Lieder, das ist heute so gültig wie damals. Sie berichten von den Mächtigen und den Ohnmächtigen, von den Reichen und den Armen, von den Verfolgern und den Verfolgten. Und dass dennoch alle Menschen nur Spielball der höheren Mächte sind. Trostspender waren diese Lieder schon damals. Sie sind es auch noch heute für die Menschen aus dem Labyrinth. Die Straßenoper ist zu Ende. Die Lieder sind verklungen. Doch wenn man sich umsieht auf der nächtlichen Straße vor den Mauern der vermauerten Stadt, so sind die Menschen alle da, von denen hier gesungen wurde. Die Reichen und die Armen, die Mächtigen und die Ohnmächtigen. Und es gibt auch die Verfolger und die Verfolgten. Vor den Mauern patrouilliert, wie auch schon damals, die Polizei. Aus dem Dorf ist eine Stadt geworden. Hinter Mauern liegt sie noch immer, nur sind sie heute viel höher. Und sie ist mit Käfigen behangen, mit Käfigen für Menschen, in der Nacht erhellt von Lampen. Immer noch gewähren sie Schutz, diese Mauern, den Unschuldigen wie den Schuldigen. Hinter ihnen liegt Hongkongs geheime Stadt. Liegt ein Labyrinth für 50.000 Menschen.